So, noch einmal schönen Tag heute. Ich begrüße Sie noch einmal auch eine besondere Grüße an Herrn Dr. Tamam und Dr. Ahmed Matta, Präsident des Kongresses dieses Jahres. Mein Vortrag wird auf Deutsch gehalten. Ich würde über die KI in der Kardiologie sprechen. Wir haben nicht viel Zeit, ich würde nur kurz zusammenfassend sein. Also KI, künstliche Intelligenz, ist das eine Herausforderung oder eine bessere Medizin? Das würden wir nur in Zukunft wissen. Es ist schon sehr viel hilfreich, aber es gibt Komplikationen, manchmal gibt es auch falsche Befunde. Man muss vorsichtig mit KI angehen. So, die Echokardiographie als Bildgebung liefert uns viele Informationen über die Herzfunktion selber, die Herzklappen, auch Folgebefunde von anderen Krankheiten wie pulmonale Hypertonie als Folge der chronischen Lungenkrankheiten sowie linksventrikelle Hypertrophie als Folge einer arteriellen Hypertonie. Wir wurden jetzt kurz über die KI-Einsatz in Diagnostik und Monitoring bzw. Diagnosestellung in der Kardiologie. Wir wissen alle, dass ein Ultraschallsonde hat viele Kristalle. Diese Kristalle erzeugen Ultraschallwellen und empfangen das wieder. Und somit haben wir normalerweise unsere zweidimensionales Echokardiogramm. 2D-Bild heißt das in der Echokardiographie. Das ist diese einfache Variante. Wir haben es lange Zeit gehabt. Jetzt haben wir auch dazu einen Doppler-Effekt. Und das einfach erklärt der Doppler-Effekt geht im Prinzip auf die Abstände zwischen Ultraschallwellen und geht auf die Bewegung des Objekts. Das bedeutet, wenn ein Ultraschallkopf da oder Betrachter ist da, ein Objekt geht Richtung Ultraschallkopf, wird die Ultraschallwelle näher aneinander. Wenn dieses Objekt weg vom Ultraschallkopf geht, werden die Abstände zwischen der Ultraschallwelle größer. Also das ist dieser Doppler-Effekt. Das hilft uns viel, weil wir können das einsetzen zur Untersuchung des Blutflusses. Also das bedeutet, die Bewegung der Erythrozyten würde schon durch diesen Doppler-Effekt begutachtet. Ja? Da wissen wir, welche Richtung hat dieser Erythrozyten und wie schnell bewegt sich die Erythrozyten. Und das geht immer nach diesem Doppler-Effekt entweder Richtung Schallkopf oder weg vom Schallkopf. Das macht bei uns eine Bildgebung, so ein Doppler-Signal. Und je stärker dieses Signal ist, je stärker dieses Gewebe ist, je dichter dieses Gewebe ist, und die Geschwindigkeit würde auch bei uns im Befund stehen. So, diesen Doppler-Effekt kann auch nicht nur zur Flussuntersuchung, sondern auch zur Herzmuskelbewegung
Also wir können durch diesen Effekt die Herzmuskelbewegung dokumentieren. Wir können da alle einzelnen Punkte im Herzmuskel einzeln beobachten und die Bewegung dokumentieren. Also Weg oder Richtung, zurück, ist das schnell, ist das langsam, das können wir. Das ist BW-Doppler, das heißt so oft in der Echokardiographie. Aber das hat auch eine Einschränkung. Und zwar, wir können mit BW-Doppler nur einzelne Punkte untersuchen. Wir können nicht den gesamten Muskel vom Linksventrikel untersuchen. Das war unser Problem bis jetzt. Wir konnten nur durch diese Möglichkeiten nur kleine Bereiche bzw. einzelne Punkte vom Herzmuskel untersuchen. Das bedeutet, die Echokardiographie-Befund war immer mit Kontroverse, auch verschiedene Meinungen zwischen verschiedenen Ärzten, je nach Erfahrung, je nach Schallbedingungen, Schallqualität, das war immer unterschiedlich. Jetzt die Bewegung beim Myokard ist kompliziert. Es gibt ein Bewegungsmuster. Also die Bewegung geht longitudinal, aber auch radial und zirkumflex. Also in 3 verschiedenen Achsen passiert diese Bewegung. Das bedeutet für einen normalen Mensch, der nur mit Augen das betrachtet, ist das kompliziert. Da gibt es wirklich verschiedene Meinungen zum selben Patient. Und da kommt jetzt die Künstliche Intelligenz. Da können wir durch die KI verschiedene Punkte im Herzmuskel untersuchen, aber auch vergleichen und die gesamte Bewegung von Muskel auf einen Befund haben. Was bedeutet das? Wir können die Bewegung von diesen Punkten zueinander, aber auch weg voneinander und die Geschwindigkeit dieser Bewegung auch dokumentieren. Das hilft uns sehr viel. Wir können somit verschiedene Punkte auch wählen und diese Bewegung vergleichen und am Ende einen einzigen Befund mit allen Segmenten, mit allen Punkten des Myokards. Wir haben somit, wir brauchen jetzt eine Segmentierung von Myokard. Warum? Weil die verschiedenen Regionen im Myokard des Herzens gehören zu verschiedenen Koronargefäßen. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass eine Auffälligkeit in einem Bereich ist und wir wissen, dass dieser Bereich gehört zum Beispiel zu LAD, linke oder rechte Koronararterie, dann können wir vermuten, dass eine Koronargefäßerkrankung gibt und wir können auch vermuten, welches Gefäß ist betroffen. Das hilft uns sehr viel. Wir können somit die gesamte Herzmuskel auf einem Befund haben und wir sehen da, diesen grünen Bereich gehört zu LCX, zu einem Gefäß. LAD ist auch da, RCA ist auch da, aber so wir wissen genau, welches Segment zu welchem Gefäß gehört. Somit haben wir sehr gute Hilfe. Jetzt die KI erlaubt uns oder ermöglicht uns, dass wir sagen, mit einem Klick, wir bekommen solche Befund und wir schauen da zum Beispiel, das ist heller als die anderen Bereiche. Da haben wir, die Bewegung ist nicht normal, ist eingeschränkt. Da können wir vermuten, in diesem entsprechenden Gefäß eine KHK zu haben, eine Krankheit zu haben. Da sehen wir das in verschiedenen Farbdichten. Was hell ist, ist weniger beweglich, ist eingeschränkt. Da vermuten wir eine KHK, eine Gefäßerkrankung, eine Durchblutungsstörung. Genau, was mitteldicht ist, ist eine eingeschränkte, aber noch gute Bewegung. Und was komplett vollort ist, das ist die normale Bewegung. Mit diesem Befund können wir dann nicht nur, so wie gesagt, nicht nur die Bewegung, aber auch die Geschwindigkeit dieser Bewegung. Also die Bewegung und die Geschwindigkeit sollten im gesamten Herzmuskel gleich sein. Das bedeutet, alles, was nicht gleich ist, ist pathologisch. Das war der erste Einsatz, dass wir wissen, wo es regionale Wandbewegungsstörungen gibt.
dass wir das zu einzelnen Herzgefäße einteilen und vermuten einen KHK. Zweitens, die gesamte Herzfunktion ist sehr gut. Das ist jetzt bei Patienten mit Herzinsuffizienz zum Beispiel, Patienten vor und nach Chemotherapie, Patienten mit Rhythmusstörungen und so weiter. Also wir können vorher auch, war es sehr subjektiv zwischen einem Untersucher und dem anderen, dass man die gesamte und die genaue systolische Funktion vom Herzmuskel zu beurteilen. Also jetzt erlaubt uns die KI mit einem Klick den Befund zu haben. Dieser Befund hat vorher mehrere Minuten gedauert mit verschiedenen Untersuchungen und wenn die Bildgebung nicht gut ist, dann haben wir auch verschiedene Meinungen. Also das war aufwendig, jetzt ist sehr einfach, sehr schnell. Dazu ist auch gekommen 3D-Bildgebung. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Herzklappe oder Klappenvitium habe, dann kann ich das in 3D sehen, von alle Richtungen, in alle Ebenen. Da kann ich das wirklich wie eine CT-Untersuchung oder MRT. Wir können das rekonstruieren im Computer, dass wir wirklich ein 3D-Bild haben. Und somit bessere Diagnostik, somit auch bessere Therapie. So sieht ein 3D-Bild von der Mitralklappe zum Beispiel. 2 Segel ist jetzt zu die Klappe. Man kann auch Farbdoppler dazu machen und mit Live-Bild sehen, wie die Flussrichtung, welche Undichtheiten gibt. Also die Fehlfunktion von Klappe kann so weit genau beurteilt werden. Da habe ich jetzt 2 Videos, aber ich würde das überspringen, damit ich immer in Zeit bleibe. So, wir haben gesagt, zuerst Diagnostik, zweitens aber auch Monitoring. Was kann KI in der Kardiologie helfen? Wie kann man viele Verdachtfälle auf Vorhofflimmern, viele Verdachtfälle auf Rhythmusstörungen, die sind nicht dokumentiert. Wir wissen nicht, wir vermuten nicht, vor allem in der Neurologie, wenn man einen Schlaganfall hat, dann kommt die Frage immer, hat er Vorhofflimmern? Ja, nein. Also mit 12-Kanal-EKG, mit Ruhe-EKG, das ist nur eine Momentaufnahme. Das ist eine Untersuchung zu einem Moment. Aber wir wissen nicht, was passiert im Rest des Tages. Ja? So, jetzt haben wir viele Sachen. Also wir haben Smartwatches, die sind jetzt sehr häufig, sie machen auch sehr viele Probleme für uns als Kardiologen, weil mit jeder Pulseinstieg kommt der Patient und ruft an und ist aufgeregt und so, aber der hilft uns auch. Also es gibt Vorteile, aber auch Nachteile. Es gibt auch durch das Handy Apps, wo man wirklich die Herzfrequenz, der Blutdruck über die gesamte Stunden des Tages dokumentiert werden, aber auch über Monate lang. Also der Patient kommt zu uns mit der Dokumentation von Blutdruck und Herzfrequenz über Monate. Aber da können wir schon viele Informationen bekommen. Wir können es schon zur Hilfe und zum Nutzen des Patienten brauchen. So. 5 Minuten. Ja, das wird kurzer auch sein. So, das war vorher. Wir haben Monitoring, heißt, dass der Patient mit sehr vielen Kabeln auf einem Bett liegt, mit einem Bildschirm daneben. Auch das normale EKG heißt auch immer so, aber jetzt stimmt nicht. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt, das ist ein Gerät, die sehr häufig verwendet in die Telemedizin. Also in Schrittmacherambulanzen gibt es jetzt solche Geräte. Der Patient muss nicht jede 3 oder 6 Monate zur Ambulanz kommen, sondern der bleibt zu Hause. Wenn eine Auffälligkeit auftritt, da kommt eine Meldung beim Arzt und der Patient wird angerufen, dann kommt rechtzeitig zum Termin. Also das bedeutet, diese Termine, dieser Aufwand, diese Auslastung von Ambulanzen und Krankenhäusern wird auch somit weniger. Also mit so einem kleinen Gerät. Es gibt auch für EKG selber, zum Screening auch für Vorhofflimmern, solche gute Geräte. Ich empfehle jetzt nicht alles,
weil diese Geräte sind unterschiedlich in Qualität, in Aussagekräftigkeit, also das ist wirklich unterschiedlich. Aber solche gute Geräte, da kann man wirklich mit 2 Fingern je Seite ein normales EKG bekommen. Das kann man auch speichern, das kann man auch mitnehmen zum Krankenhaus. Und zuletzt, und das ist mein Message heute, be smart about your heart. Und mein Message steht genau da. Was ist das? Ein Fehler, Tippfehler. Ja, künstliche Intelligenz. Er kann uns sehr viel helfen, aber er kann zu Fehlern führen. Er kann zu Fehlinterpretationen führen. Also be smart. Wir können KI benutzen, aber wir müssen Kontrolle als Erste haben. Wir können nicht blindes Vertrauen haben. Diese Fehler können wirklich zu trauriger Geschichte führen. Also wir können KI benutzen, wir vertrauen sehr viele Sachen, aber blindes Vertrauen geht nicht. Wir brauchen Kontrolle. Mein Message heute, ja, KI, aber mit Kontrolle, und somit bin ich fertig für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعي منصة فنون ومدن للإعلام. اليوم في مؤتمر اتحاد الأطباء العرب في فيينا بدورته 30 نستقبل الدكتور أسامة أبو رجدان، أخصائي داخلية قلبية. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرحبا فيك ومرحبا بكل المشاركين وكل المشاهدين. طبعا دكتور حضرتك مقيم بفيينا وموجود دائما باتحاد الأطباء، بدنا تحدثنا بالبداية عن تجهيزات الاتحاد للمؤتمر. إقامتي حاليا في لينز، لكن موجود دائما إن شاء الله في مؤتمرات الاتحاد. يعني مؤتمر كان مميز السنة مثل بقية المؤتمرات. يعني موضوع المؤتمر كان متعلق بالذكاء الصناعي وتطبيقاته في المجال الطبي، يعني كتحدي موجود ضمن مجال الطب، بالإضافة لميزات كثيرة ممكن نستفيد منها بالمعالجة وفي تشخيص الأمراض. بتحدثنا عن حضرتك قدمت محاضرة، بتحدثنا عن محاضرة، وهل كان في ورش عمل تابعة على هامش المؤتمر؟ طبعا محاضرتي كانت ضمن الموضوع العام للمؤتمر، كانت تتعلق بالذكاء الصناعي وتطبيقاته في مجال إيكو القلب، والإضافة لتشخيص أمراض اللانطميات القلبية مثل مرض الرجفان الأذيني، فور هوفليمن وغيره. طبعا التطبيقات الموجودة حاليا إن كانت أجهزة طبية متعارف عليها أو كانت تطبيقات جديدة بالساعات الذكية والأجهزة الجديدة، كله بطرح دائما التساؤل: ما قدرتنا على الثقة بكل النتائج اللي بتحصلها طبعا هاي الأجهزة؟ الموضوع طبعا الجواب أكيد من شقين: في أجهزة متعارف عليها يعني موثوق فيها طبيا، طبعا هاي راح تكون أكيد موثوقة والنتائج تبعها راح نستخدمها في التشخيص والعلاج. وفي أجهزة يعني ممكن من شركات تجارية، هذه يعني النتائج تبعها غير موثوقة حاليا حتى الآن في تشخيص وعلاج الأمراض، إن كانت في مجال القلبية أو في غيره. في مجال إيكو القلب عندنا تطور يعني كبير في مجال التشخيص. الذكاء الصناعي صار يوفر وقت وجهد على الطبيب، كان يعطينا معلومات أكثر من المعلومات اللي كنا نحصلها قبل الذكاء الصناعي. دكتور حضرتك مو أول مرة بتشارك بالمؤتمر، حدثنا بس عن رؤيتك لتطورات المؤتمر من حيث المعلومات، من حيث المشاركة، ومن حيث التنظيم على مر السنوات اللي حضرتك شاركت فيها. تمام. طبعا مشاركين بشكل مستمر بالمؤتمر. الاتحاد ومؤتمراته فيها ميزة المشاركة الدولية. طبعا المشاركين موجودين من عدة دول، إن كان دول عربية، دول أوروبية مختلفة بكل اللغات. أغلب الأحيان اللغة الأساسية في المؤتمر بتكون اللغة الإنجليزية. المواضيع الأساسية اللي تطرح بالمؤتمرات كمان مميزة. السنة كان مؤتمر الذكاء الصناعي وتطبيقاته، طبعا هو الشغل الشاغل حاليا لأغلب مجالات البحث العلمي في الطب. تطبيقاته كثير مهمة، وهي يعني نلقي الضوء خلال المؤتمر على واحد من أهم المواضيع المطروحة حاليا بمجال العلاج الطبي. من حيث التنظيم والإدارة، كيف عم تلاقي تطور الأمر سنة عن سنة؟ أكيد الخبرة تؤدي لتحسن الإدارة، تحسن التنظيم. التنظيم عم بيصير بأماكن يعني مثل الفندق اللي موجودين فيه اليوم، من أشهر الفنادق بفيينا على مستوى عالي.
إن كان التنسيق في التحضيرات وإن كان التجهيزات الموجودة ضمن مكان وقاعة المحاضرات. دكتور بتسنى مشاركتك وأهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ونتمنى نشوفكم دائما بالمؤتمرات الجاية.